Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode gehen wir weiter mit dem Modell von London Bridge Trading 1195. Letztes Mal habe ich euch die J-Variante vorgestellt für den Rifleman Grenadier und dieses Mal gucken wir uns das Modell K an für den Maschinengewehrschützen. Die ganzen Tragesysteme sind, die beiden auf jeden Fall sind sich relativ identisch. Wir haben nur vorne nicht wie bei der anderen Version die Magazintaschen für die M4 bzw. M16 etc., sondern hier fürs Maschinengewehr. Wir gucken uns das Ganze auch gleich nochmal im Detail an, aber da gehe ich alles ein bisschen schneller durch. Wer sich nochmal genau für die ganzen Umstände etc. interessiert, der guckt sich bitte nochmal das erste Video an, ist hier oben nochmal verlinkt. Da gehe ich dann nochmal explizit auf die ganzen super feinen Details ein, aber ich glaube, das wäre halt doppelt gemoppelt, wenn ich es jetzt nochmal machen würde. Zum Thema wieder hier in der Wüstenfarbe, habe ich beim letzten Mal schon angesprochen, da war das Modell ja Oliv, hier in einem beige-khaki-tan-Ton. Die gibt es in verschiedenen Farbvarianten, je nachdem welches Jahr und welches Material gerade zur Verfügung stand. Aber hier ist so ein schönes, frühes Tan, was London Bridge Trading nur einen relativ kurzen Zeitraum verarbeitet hat. Diese Version auch zur Masse einfach nur im Einsatz gewesen bei den Navy Seals. Gibt es nicht unzählige, aber schon viele Referenzfotos zu und war einer der auf H-Harness basierende Tragesatz für den Maschinengewehrschützen. Das Modell von Blackhawk, was ich schon mal vorgestellt habe, war auch bei den Seals in Benutzung und dann gab es noch die Custom-Geschichten von BPS. Die sind deutlich seltener, aber London Bridge Trading, das Modell ist so ein gutes dienstlich geliefertes Beispiel für so einen Gunner-Tragesatz. Das Ganze ausgelegt für den damaligen M60-Schützen, sind natürlich auch noch später mit dem MK46, MK48 genutzt worden, aber primär ist das aus der früheren Phase wieder Ende 90er, Anfang 2000er, wo diese Modelle mit den fest aufgenähten Taschen im Einsatz waren. Wir haben auch berühmte Navy Seals als Referenzfoto, zum Beispiel Brandon Webb, der ja auch ein paar Bücher über die Navy Seals geschrieben hat. Joe Lambert, der auch jetzt als Schauspieler etc. unterwegs ist, aus seinen frühen Phasen, wo sie diese Tragesysteme nutzen. Und ansonsten gibt es die von den Navy Seal Demo Shows, von irgendwelchen Übungen auf der Schießbahn etc., weil das damals so das klassische Ding war für den Maschinengewehrschützen. Früher ja auch schon, wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, das Ganze mit einer Alice-kompatiblen Plattform, wo dann halt die Magazintaschen dran genäht wurden, aber mit den späten 90ern, Anfang 2000ern sieht man dann primär diese Modelle hier mit den fest aufgenähten. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Hier vorne haben wir eine 100 Schuss 762 Magazintasche. Da passten dann die Pappkartons für die M60-Munition rein. Haben wir auch auf einem Referenzbild gesehen, dass die da drin stecken. Konnte natürlich aber auch so gegurtet reingelegt werden. Hier ist jetzt so ein Schemak drin zum Ausfüllen. Ja, nichts Besonderes. Vorne Klettfläche, tiefer Innenraum, Wasserablaufösen. Das war's schon. Dann als nächstes, was bei der Rifleman Grenadier-Version die Tasche war für Utility Stuff oder auch mal die MG-Gurte, 40 mm Granaten oder Handgranaten, ist hier die reine 200 Schuss Tasche für 7,62 Munition, geht natürlich auch 5,56 etc. Und obendrauf wieder mit der Kompass, Strobe, Whatever Tasche. Dann wieder die Feldflaschentasche, Deckel, Fastexverschluss und unten der Halter für die M18 Rauchgranate. Hier wieder das Mesh-Material, damit Wasser schnellstmöglich ablaufen kann. Dann haben wir den Buttpack, auch hier wieder auf beiden Seiten die Taschen für die Signalraketen, habe ich auch im anderen Video schon gezeigt. Hier eine abgeschossene drin und hier das Buttpack. Hier haben wir die Straps, die bei meiner Rifleman-Version rausgeschnitten sind, um hier nochmal was festzuzurren im Inneren. Ne? Auch hier identisch zur Bänder, um das Ganze nochmal schön sicher zu verschließen und hier unten auch nochmal für Komprimierung etc.
Dann hier die andere Feldflaschentasche, identisch zu der, auch wieder M18-Halterung. Dann hier die 200 Schusstasche wieder. Hier oben auch wieder die separate Tasche für zusätzliches Material. Da ist auch auf der offiziellen Beschreibung, dass diese Tasche oder die Tasche hier drüben für das Gunner-Tool ist, also für das Werkzeugtool für das M60. Dann haben wir hier vorne wieder die Taschenlampentasche, oben eingeschnitten für den Lampenkopf. Achso, der Unterschied ja nochmal zu der Rifleman Grenadier-Version. Die hatten oben noch diesen Einsatz, der reingeknüpft werden konnte. Seht ihr auch in meinem anderen Video. Hat diese Tasche hier nicht, weil hier zur damaligen Zeit rein M60 Munition rein sollte in der Konfiguration. Und hier haben wir noch die andere 100 Schuss 762 Tasche. Und das war es soweit zu den Taschen an sich bei diesem Tragesystem. Die Tasche natürlich auch eine optimale Größe nochmal für diese normalen Signalraketen. So, deswegen ist es halt, was man da reinmacht, bleibt halt dem Operator wieder überlassen. Dann gucken wir nochmal ganz schnell vorne. Auch hier, wie bei der Rifleman-Version, wird das Ganze durch Fastex verschlossen. Wir haben im Inneren die Auftriebskörper. Hier ist nur noch eine vorhanden, nicht wie bei dem anderen eine kleine und eine große. Ob die jemand rausgenommen hat, kann ich nicht genau sagen. Oder ob die nur mit dem geliefert wurde. Und ansonsten auch hier wieder das Tragesystem an sich mit den verschiedenen Verbindungspunkten, um eine Größe etc. einzustellen. Hier oben wieder das Verbindungsstück für zusätzliche Taschen etc. Ja, das elastische Band hier zum Durchfädeln von Schläuchen, Funk, Kram etc. Der Notfalltrage-Bergegriff, wie wir ihn kennen. Das London Bridge Trading Logo. Hier hinten wieder die Halterung für die Flossen. Wer sehen möchte, wie das aussieht, guckt sich bitte auch nochmal das Rifleman-Video an. Da habe ich die Flossen einmal montiert. Und hier unten natürlich die Einstellung in der Länge nochmal. Genau. Ja, das war es soweit zur Gunner-Version. Dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.